Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es um Identity, ja, ein neues Register, Script, was ich euch gerne mal vorstellen möchte. Und ja, danach kommen wir auf jeden Fall auch zur Installation. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Ja, wir gehen jetzt einmal drauf, damit ihr das Ganze dann angucken könnt. So, Musik muss ich muten. So, und da hat es auch fertig geladen. Ja, so sieht das Ganze dann auch aus. Viele kennen das halt von dem Profi-Pack halt. Genau. Und hier haben wir das Ganze. Ja, hier können wir ganz normal ja, unseren Namen eingeben. Sagen wir mal Test. Und hier einfach Tester. So, dann können wir hier noch ein Geburtsdatum eingeben. So, dann sagen wir hier 170, können männlich oder weiblich machen und können unseren Char erstellen. Genau, und dann kommen wir auch da halt in das Skin-Menü, ja, wo wir unseren ersten Char dann machen. Das bestätigen wir jetzt einfach mit Enter und somit, ja, sind wir gespawnt, haben uns einen Char gemacht, haben uns registriert und ja, so einfach geht's. Genau. Ja, dann kommen wir auch direkt zur Installation. Link, wie gesagt, ist unten in der Videobeschreibung. Einfach herunterladen. So, wenn wir uns das Ganze dann heruntergeladen haben, dann haben wir diese ZIP-Datei, die können wir einmal entpacken. Ja, so, ganz wichtig hier, das -Master muss weg. Das löschen wir einfach raus. So, dann haben wir, falls wir das noch nie installiert haben, dann müssen wir das Ganze halt kopieren. Und dann gehen wir in unseren Server hinein und gehen in die Server-CFG. Ich habe das Ganze dann in einer anderen CFG, und zwar in Extras. Ja, das können wir uns kurz mal angucken. So, und dann können wir uns hier Standard, wenn ihr euch einen Pack installiert, sollte das Standard mit dabei sein. Das haben wir dann hier. Ja, startet sich halt komplett. Und genau, wenn ihr das habt, dann braucht ihr es nicht mehr zu starten. Ansonsten halt Start, Leerzeichen und dann den Ordnernamen einfügen. Anschließend dann hier auf Speichern und übernehmen. So, dann gehen wir in den Resource-Ordner und suchen uns den Ordner hier aus, den wir ja schon installiert haben. Falls wir es nicht haben, dann müssen wir halt in den Resource-Ordner und können einfach diesen Ordner in den Resource-Ordner machen. Wenn wir aber so einen ESX-Pack halt mit installiert haben, dann haben wir das schon drauf. Das heißt, wir gehen jetzt in meinem Fall in Profi-Pack, ESX-Ordner und suchen uns das Identity raus. So, hier habe ich mehrere, und zwar dieses hier wird gestartet und das können wir dann einfach rauslöschen. So, und dann nehmen wir uns ihn hier und ziehen den einfach hier rein. So, fertig installiert. Gut, jetzt gehen wir nochmal in diesen Ordner rein und ja, wir brauchen natürlich dann noch eine SQL. Da gehen wir hier mit Rechtsklick drauf, kopieren und auf den Monitor einfügen. Jetzt brauchen wir noch die Datenbank. Die haben wir dann hier. Ne? Ihr loggt euch einfach ein, geht einmal auf den Namen und hier gehen wir auch einmal rein und gucken, dass hier müssen wir den Namen austauschen mit unseren Datenbanknamen. Oder ihr macht das Ganze dann so, dass ihr das einfach weglöscht und speichern und dann erst hochladet. Falls ihr das hier schon habt, dann kontrolliert ihr die Pfade. Ja, das geht ganz simpel und einfach.
Entweder, also Option 1, ihr sucht euch Users und Charakters aus. Das heißt, wir gucken, aha, Users und Charakters können wir dann einfach löschen, komplett. Das heißt, wir gehen auf den Datenbanknamen und suchen uns hier dann Users draus und gehen dann hier auf Löschen. Das gleiche machen wir dann mit dem zweiten, also dem Charakter. Ja, und dann fügen wir diese SQL neu hinzu. Habt ihr diese aber schon installiert, dann braucht ihr dieses nicht mehr machen. Das heißt, wir gehen auf Users und kontrollieren nur noch die Pfade, die Spalten einmal ab, ob das Ganze dann auch so wirklich stimmt. Zum Beispiel beim User. So, beim User haben wir Firstname, Lastname, Geburtsdatum, Pipapo. Ist alles drin? Check. Gut, dann kontrollieren wir nochmal das andere. Charakters hier. Und ja, das hier wird auch noch für den Charakter halt hinzugefügt. Das heißt ID, das haben wir auch. Firstname, Lastname, Pipapo. Alles drin. Passt. Gut, müssen wir nichts dran ändern. Wenn ihr es nicht habt, müsst ihr halt das hier in eure Datenbank einfügen. Genau, jetzt heißt es eigentlich nur noch Server neu starten und das Skript ist installiert. Gut Leute, das soll es eigentlich auch schon fast gewesen sein. Ich habe noch was vergessen. Und zwar, um das zu übersetzen, gehen wir in den HTML-Ordner und auf Index. Öffnen das Ganze und halt alles, was schwarz markiert ist, können wir ins Deutsche übersetzen. Ist nicht viel. Geht ziemlich schnell. Genau. So, jetzt aber. Gut, wenn euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao, ciao.